Hier sind 220 Kilometer bis Miami, aber nur 150 Kilometer bis Havanna. Damit schöne Grüße aus Key West, der südlichste Punkt der Vereinigten Staaten, ist erreicht. Ja, der südlichste Punkt der Vereinigten Staaten, das ist natürlich ein Militärstützpunkt in Key West. Ja, so wie an allen schönen Orten in den USA muss ordentlich bewacht werden. Und außerdem sitzt ja da hinten, hinten am Horizont sitzt ja der fiese Kubaner. Ja, der fiese Kommunist, und da muss man natürlich tierisch aufpassen, ja, dass der nicht überrollt, so kulturmäßig und so. Und man sieht jetzt da hinten nicht, das Wetter ist ein bisschen schlecht, man sieht jetzt da hinten nicht das kubanische Festland, ja, oder beziehungsweise die kubanische Küste. Festland ist ja bei Inseln immer so ein Ding, ne? Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man oben den Rauch der kubanischen Zigarren am Horizont, die sogenannten Zigarillos-Wolken, davon spricht der Meteorologe in diesem Fall. Ja. Key West ist ansonsten wenig überraschend, ist also eine Touri-Stadt, also ein Badeort quasi, ja, wer hätte es gedacht. Ist ja der Endpunkt der Florida Keys, liegt quasi am Ende des Overseas Highway. Was wir hier sehen, ist die Selfie-Schlange für diesen Poller hier, ja, wo sich alle natürlich ganz wichtig fotografieren wollen. Ja, ich käme mal nie auf die Idee. Ne. Aber wie gesagt, Key West, der Endpunkt des Overseas Highway. Insofern eine spezielle Straße, weil sie halt zum Großteil auf Brücken verläuft, ja, und der ist schon was Besonderes und geht also über die Keys, hat mit Schlüssel nichts zu tun, sondern ja, geht halt, die Keys sind also Koralleninseln, ne? Also weißer Strand und so, tiefblaues Wasser, viel Verkehr. Ja, und ja, genau, und zuletzt von Alabama runter ist eigentlich gut gelaufen, also Bus hat wieder seine Wehwehchen und alles, ne? Aber es gehen übrigens immer dieselben Sachen kaputt auch, ja. Aber es ist das halt. Ne? Naja, ansonsten ist ganz okay gelaufen jetzt. Und haben hier so ein schönes Plätzchen, hatte ich auch gefunden zum Pennen. Aber hier in Key West ist natürlich mit Übernachten sehr, sehr schwierig. Ja? Hier gibt es noch Plätzchen für so Bummelbähnchen und so Gedöns. Ne? Aber naja, eigentlich ist es ganz schön hier. Südflorida an für sich ist sehr Latino. Es gibt Orte, wo 95% Spanisch als Muttersprache haben. Ja, und dann gibt es viele Rentner. Rentner, die gibt es natürlich auch noch. Die lassen sich hier den Winter versüßen quasi, würde ich auch nicht anders machen. Mache ich auch nicht anders. Ja. Das hier ist übrigens wird verkauft als das südlichste Haus der Vereinigten Staaten. Ist es natürlich nicht, weil eigentlich steht ja da hinten 2 Häuser weiter noch eins weiter südlich. Aber so ist das eben heute in den USA. Ne? Schreibst es dran, dann gilt es. Ne? So ist es mit der Wahrheit. Das südlichste Haus der Vereinigten Staaten. Und jetzt passt auf, jetzt kommt der absolute Oberhammer. Wenn wir jetzt hier runterlaufen, ja, dann sehen wir, oh, da drüben Polizeiauto. Dann sehen wir hier den südlichsten VW-Bus der Vereinigten Staaten. Ist das der Hammer? Oder? Ist das der Klopper? Ne? Oh, hat er gar keinen Parkschein drin. Ne? Nehmen sie auch alles raus, ne, diese Ausländer. Ja, aber ist gut gelaufen bis jetzt hier. Florida, ansonsten ja, sehr zugebaut alles. Also sehr, sehr voll, viel Verkehr. Aber kennt man ja, ne? Riesenflächenverbrauch, so wie das bei den Amis halt so üblich ist. Ja. Und ja, bin jetzt ganz schön runtergeschrubbt hier, war ganz schön eilig. Aber wie gesagt, alles wächst und gedeiht, soweit. Ich hoffe, das bleibt auch so. Lobende Erwähnung verdient noch der Everglades National Park oder die Everglades insgesamt. Ne? Ein Sumpfgebiet oder ein Feuchtgebiet auf jeden Fall, wo man die Stars Floridas sehen kann. Also neben den Backstreet Boys und Cape Canaveral wären das die Alligatoren. Ja? Und die sieht man da massenweise, liegen in den dicken Lederjacken, liegen im Matsch. Ne? Und ja, lassen sich's gut gehen. Die habe ich gesehen, ansonsten gibt es ja noch reichlich Vögel und Schlangen. Und nicht nur Selfie-Schlangen jetzt, um sich irgendwie zu fotografieren, sondern auch richtige Schlangen, massenhaft. Ne? Ja, und würde ich sagen, mit dem landestypischen Gruß See you later, Alligator, verabschiede ich mich aus Key West und sage ciao, bis zum nächsten Mal.